In dem heutigen Video Kreatives Upcycling geht es um schnelle und einfache Möglichkeiten, dein DIY-Projekt oder deine DIY-Stoffe nochmal den letzten Schliff zu geben. Wir schauen uns 3 einfache Techniken an. Das ist zum einen das Nähmalen, dann das Handsticken und auch das Auftragen von Bügelbildern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration mit diesem Upcycling-Check des kreativen Upcyclings. Vielleicht hat noch nicht jeder von Nähmalen gehört. Das ist eine Technik, wo wir mit einem Freihandfuß und einem ausgeschalteten Transporteur den Stoff so schieben können unter der Maschine, wie wir das gerne möchten, und somit mit dem Garn auf dem Stoff wirklich malen können, was wir wollen, in jegliche Richtung, die uns beliebt. Natürlich könnt ihr auch, wie ich jetzt hier, ganz einfach den Stoff applizieren. Das heißt, ihr schneidet euch zum Beispiel ein Blümchen, wie ich jetzt hier, aus und näht dann einmal um die Kanten herum. Noch viel mehr Spaß macht das aber mit dem Nähmalen. Was ihr dazu braucht, ist einmal den Freihand-Nähfuß und die Möglichkeit, den Transport bei eurer Maschine abzuschalten. Dann ist es noch gut, einen Trickmarker zu haben, beziehungsweise gegebenenfalls Stickvlies, das ihr wieder auswaschen könnt, wo ihr euch markieren könnt, was ihr gerne malen möchtet, um ein wenig eine Vorlage zu haben. Wählt dabei einen Geradstich aus. Die Länge des Stichs ist dabei recht egal, weil ihr mit der Art und Weise, wie ihr den Stoff unter der Maschine bewegt, selbst bestimmt, wie lang der Stich wird. Denkt auch daran, eure Naht zu sichern. Hier ist es wichtig, einfach entweder noch mal ganz kurz vor und zurück zu gehen. Wenn ihr mehrere Male über euren Stich geht, ist das kein Problem. Oder den Anfang und das Ende des Fadens lang zu lassen, damit ihr dann die Fäden auf der Rückseite dementsprechend dann auch miteinander verknoten könnt. Es macht super viel Spaß, einfach ganz frei mit der Hand die Motive aufzuzeichnen auf den Stoff. Ihr werdet sehen, je mehr ihr es dann macht, desto einfacher bzw. desto mehr habt ihr euch dann auch dran gewöhnt und desto präziser werden die Stiche dann. Und es ist eine ganz spaßige Idee, eure DIY-Sachen bzw. eure Upcycling-Projekte nochmal etwas zu verschönern und kreativ aufzuwerten. Handsticken ist ein riesiger Trend in der Näh-Community in den letzten Jahren. Es ist auch super einfach und super entspannend und wertet wirklich jedes Projekt dann nochmal auf. Du kannst jeden Stoff besticken. Ich würde allerdings einen Stoff bevorzugen, der eine engere Webstruktur hat, also wie Leinen oder Baumwollstoff. Dazu kommt noch ein Stickrahmen, der hält das Ganze gespannt, so dass du dich wirklich aufs Sticken konzentrieren kannst. Es gibt spezielles Stickgarn, was empfohlen wird. Das ist mehrfädig, oft mit 6 Fäden. Wenn du es lieber dünner hast, kannst du hier das einfach auch auftüllen und einzelne Fäden oder 2, 3 Fäden zusammennehmen, so dass du die Dicke deiner Stiche variieren kannst. Sticknadeln lohnen sich, weil sie die größere Ösen haben, also der Faden sehr viel einfacher reingeht und durch die spezielle Spitze du gut durch den Stoff durchkommst. Was noch sinnvoll ist, ist sicherlich ein Transferwerkzeug, also entweder einen Marker oder aber auch, was ich hier nutze, das Übertragungspapier. Das ist so ein ganz normales Abzeichnungspapier, was sich später wieder rauswaschen lässt zur Not, wo du dir kurz vor markieren kannst, was und wo du gerne sticken möchtest. Du kannst aber auch auswaschbares Stickvlies aufbügeln bzw. draufkleben und dir das Ganze dort aufzeichnen. Das ist wirklich dir überlassen. Ich habe mich hier für 3 ganz simple Grundstiche entschieden, um für mein Projekt ein ganz schnelles, aber schönes Stichbild zu erzeugen. Und es ist einmal der gespaltene Rückstich für die Blumenstiele. Dann nutze ich noch den Spannstich für eine ganz einfache Blumenart hier in Gelb. Und zum Schluss für die rosane Blume nutze ich noch einfach den Margaretenstich, um einen schönen Effekt zu erzielen. So habe ich ganz schnell innerhalb von 20 Minuten einen ganz, ganz süßen Effekt erzielt. Ich nähe jetzt hier gerade noch die Tasche, die ich mir vorab getrennt hätte, auf und finde es mega goldig, auch mit dem Label nebendran, und habe mich dann jetzt noch entschieden, das Größenlabel von meiner Jeans nebendran zu nähen und bin wirklich begeistert, wie einfach und schnell
und doch, wie schön das Ganze dann an meinem Projekt aussieht. Und zu guter Letzt eine ganz, ganz einfache Sache, auch momentan ein absoluter Trend in der Nähwelt sind Bügelbilder. Bügelbilder sind ein Design, was auf eine Folie gedruckt wird, die durch Hitze aktiviert wird. Wichtig ist, dass du dir vorab überlegst, wie du dein Bügelbild positionieren möchtest, wie groß es ist, wo du es gerne haben willst, weil es lässt sich dann nachher auch nicht mehr wirklich gut lösen. Du nimmst also deinen Stoff, platzierst dein Bügelbild. Es gibt auch inzwischen schöne Kleber, wo du das Ganze draufkleben kannst, hitzebeständigen Kleber, und dein Bügeleisen sowie etwas Backpapier, um den Stoff darunter zu schützen, so dass du nachher keine Verbrennungen auf deinem Stoff hast. Wichtig ist auch, wir bügeln nicht, also wir fahren nicht mit dem Bügeleisen grob drauf herum, sondern wir pressen das Ganze auf deinen Stoff, damit sich die Hitze bzw. der Kleber darunter durch die Hitze gut mit dem Stoff verbinden kann. Wenn du dir hochwertige Bügelbilder bestellst, dann hast du immer eine Anleitung auch mit dabei, bei wie viel Grad das Ganze gebügelt werden muss. Wichtig ist dann, dass du das Ganze wirklich gut auskühlen lässt, so dass dann der Kleber auch wieder hart ist und das Ganze gut drauf hält. Und fertig ist mein Stoff für meinen Boxy-Bag mit dem Nähmalen, mit der Handstickerei und dem Bügelbild. Ich nähe jetzt alles noch fertig und hier ist sie. Ich finde sie mega gut, gerade die Stickerei sieht richtig, richtig gut aus und hat wirklich Spaß gemacht, aber auch das Bügelbild sieht super aus, macht sich wirklich gut in der Ecke und natürlich das Genähmalte ist auch wirklich schön und individuell an meinem Upcycling-Projekt. Ich hoffe, dir haben diese Inspirationen genauso viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Hier ist sie und ich bin wirklich begeistert von allen 3 Techniken. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Es ist ein super praktisches, super individuell und schönes Täschchen geworden. Und ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, auch verschiedene andere Techniken auszuprobieren auf deinen Upcycling-Projekten und das ein oder andere vielleicht noch etwas zu verschönern. Damit wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nähen. Abonniere den Kanal für mehr Informationen und trag dich auch gerne für meinen Newsletter ein. Den Link verlinke ich dir unten in den Kommentaren.